So, willkommen zu einem neuen Video. Einmal mit Anton und Julia. Und wir sind heute für euch unterwegs nach Basel, denn da ist die Fantasy-Messe. Wir sind jetzt auch seit einer Stunde unterwegs, ein bisschen länger. Ja, vorher war es ein bisschen dunkel für eine Aufnahme, aber jetzt sind wir schon auf einem guten Weg. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später. In 2 Stunden geht die Messe los. Ich bin gespannt. Bis später. Bis dann. Wir sind in Basel angekommen. Wir laufen jetzt direkt zur Messe. Ja, so 20 Minuten müssen wir noch zu Fuß laufen. Wir sind jetzt 4,5 Stunden gefahren. Ja, länger als erwartet, leider. Ja, aber die Gegend hier ist echt schön. Es ist echt schön. Ich war ja schon mal in Basel und Basel ist echt eine schöne Stadt. Also wirklich. Ja, muss man auf jeden Fall hinfahren und sich anschauen. Ja. Auch die Architektur ist hier super. Voll. Deswegen. Das heißt, als nächstes sehen wir uns dann auf der Messe. Ja. Bis dann. Wir sind hier von einem Lucky Bag Stand, ne, mit ganz vielen Klamotten. Wir haben uns schon überlegt, uns einige Lucky Bags mitzunehmen, aber wir warten noch ab. Und am Ende der ganzen Con werden wir auf jeden Fall noch Unboxings machen. Also, dann geht's weiter. Die Messehalle war nicht allzu voll und teilweise fanden wir es schon fast zu leer. Aber es war natürlich auch zu unserem Vorteil, denn so konnten wir alles auf der Fantasy Basel entdecken. Unter einem Dach und auf 3 Stockwerken verteilt, scheint es hier alles zu geben. Ob für den Retro-Gamer, Cosplayer, Sammler oder einfach nur für uns Geeks. Jeder Messerbesucher fühlte sich hier wahrscheinlich wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Und natürlich gab es auch ganz viele Pokémon-Artikel auf der Fantasy Basel. Wir konnten uns so einige Sets von Celebrations sichern und das ein oder andere Plüschtier. Ich hätte am liebsten noch mehr mitgenommen, da das exklusive Plüschis aus Japan waren. Zudem gab es dort auch eine süße Evoli-Figur, die wir mit Anton dann geholt haben, und eine richtig krasse Figur von Shiggy. Mir fällt gerade auf, dass wir eigentlich nur Pokémon-Artikel gekauft haben. Die Videos zu den Celebration Packs kommen auf jeden Fall und das Shiggy-Unboxing solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Diese Figur ist wirklich gigantisch. Wirklich gigantisch. Nach mehreren Stunden Laufzeit gingen wir wieder ins Hotelzimmer zurück. Hier ist das Bad. Anton. Das sieht doch mal mega schön aus. Mit Beleuchtung hinten dran. Sehr schön. Die Betten. So eine kleine Roomtour. Nachdem wir uns einigermaßen erholt hatten, gingen wir dann doch noch in die Stadt zum Ramenessen. Denn neben der Fantasy Basel gab es ein riesen Restaurant. Und da gab es wirklich viel Auswahl von Ramen. Sieht aber echt mega lecker aus. Sieht echt voll gut aus. Du bist auch glücklich? Ja klar, voll. Das sieht voll gut aus. Samstag machten wir uns voller Elan auf, aber man ließ uns nicht auf die Messe. Unser PCR-Test, der noch bis Sonntag gültig wäre, wurde nicht akzeptiert, weil der keinen QR-Code hatte. Die Schlange zum Testen war ewig lang, deswegen meinte Julia einfach, lass uns einfach Basel erkunden. Was wir dann auch gemacht haben. Dazu kommt dann aber ein separates Video. Am Nachmittag machten wir uns nochmal auf den Weg zur Messe und siehe da, die Schlange war deutlich kürzer. Trotz der kurzen Schlange beim Testen war es in der Messehalle deutlich voller als am Vortag. Für den heutigen Tag hatten wir uns vorgenommen, Cosplayer anzusprechen, aber irgendwie konnten wir beide am Anfang nicht über unseren eigenen Schatten springen. Deswegen haben wir erstmal nur ein wenig zugeschaut, aber irgendwann hatten wir genug Mut.
Das ist einfach faszinierend. Cosplayer stecken so viel Zeit, Energie und Leidenschaft in ihre Arbeit. Es ist eine Kunst für sich. Wir haben übrigens erst im Nachhinein gemerkt, dass wir Baka-Cosplay angesprochen haben. Das ist die mit dem super coolen Naruto-Cosplay. Die Verlinkung zu ihr findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber mal wieder Essen fassen. Und Nachtisch muss natürlich auch sein. Es hat Kokosgeschmack. Voll lecker. Ist echt nicht schlecht. Der letzte Tag der Messe war deutlich ruhiger. Die Hallen waren echt leer und nur wenige Leute waren da noch unterwegs. Wir nutzten die offene Fläche natürlich, um ein letztes Mal über die Stände zu schauen. Haben uns ein letztes Mal noch was zu snacken genommen und uns dann auf den Heimweg gemacht. Vielen lieben Dank, ihr Süßen, dass ihr wieder dabei wart. Und sollte euch doch das Video gefallen haben, lasst uns doch ein Like da oder ein Abo und tretet so unserer kleinen Geek-Gilde bei. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!